3 Spielrunden, 2 Kandidaten, eine Kommentatorenlegende und ein Ziel, nichts außer Spaß. Eins gegen eins, das Duell. Die neue Game Show. Jetzt im 1 gegen 1. Rurik Gislason gegen Kevin Großkreuz. Hier kommt unser Moderator Florian Ambrosius. Rurik Gislason ist da und Kevin Großkreuz ist da. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, bevor wir über Fußball sprechen und über das, was hier gleich passiert. Rurik, du bist ja Let's Dance-Kandidat. Wie schnell macht da die Wade zu, wenn man zum ersten Mal versucht zu tanzen? Sehr schnell. Sehr schnell, ja, ne? Sehr schnell. Die sind heute sehr steif. Ich habe gute Nachrichten, wir werden heute nicht tanzen. Zumindest ist das bis dato noch nicht vorgesehen. Kevin, ich möchte dir gerne unseren Kommentator vorstellen. Okay. Ihr kennt euch ganz gut. Und Heiko Wasser, ich weiß, du hast auch das ein oder andere Anekdötchen zu erzählen über Kevin Großkreuz, oder? Ja, absolut. Ich könnte die Sendung damit voll machen, aber wir wollen ja spielen. Ich sage euch nur ganz kurz, mein bestes Erlebnis war ein Auswärtsspiel Champions League Marseille. Es stand 1:1 und damit wäre Dortmund raus gewesen. Und dann schießt Kevin 3 Minuten vor Schluss das 2:1. Wir sind ausgeflippt und am meisten ausgeflippt ist Papa Großkreuz, Martin, auch ein guter Freund von mir, und der Vater von Marco Reus. Die beide ein bisschen schwerer, sind so rumgehopst, dass sie umgefallen sind und haben im Stadion eine komplette Sitzreihe rausgerissen. Aus Versehen. Komplett. Ganze Sitzreihe, WM-Stadion Marseille, plopp. Mal sehen, ob wir das Stadion hier auch gleich abreißen. Ich bin sehr gespannt. Das sind eure Smartwatches für diese Partie. Die könnt ihr schon mal anlegen. Ruhig, wenn noch Platz ist am Arm. Ich weiß nicht immer. Ja. Wir wollen eure Pulsfrequenz messen zwischendrin. Das tun wir immer mal wieder. Hier geht es ja hoch her. Vor allem in Spielrunde Nummer 1. Da können wir uns schon mal auf etwas gefasst machen. Vor euch steht diese Leiter hier mit 3 Sprossen, ne? 1, 2, 3. Eure Aufgabe, werft auf diese Leiter mit der Bola. Das ist das Spielgerät, zeige ich euch gleich. Ihr habt jeweils 3 Würfe am Stück. Das Ziel, die Bola muss an einer der Sprossen hängen bleiben. Für die oberste Sprosse gibt es 3 Punkte, in der Mitte gibt es 2, unten gibt es 1 Punkt und einen Zusatzpunkt bekommt ihr, wenn in einer Spielrunde alle 3 Bolas hängen bleiben. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob Rurik Zielwasser getrunken hat hier vor der ersten Partie. Deine 3 Würfe bitte jetzt. Wir spielen Leitergolf bei 1 gegen 1. Los geht's. War knapp. Latte. Muss drumrum gewickelt bleiben und darf nicht runterfahren. Das ist ein Punkt, sehr gut. Ah, okay. Also so ganz im Modus ist er, glaube ich, noch nicht. 1 Punkt für Rurik. Ob das gut ist oder nicht, ich habe das niemals vorher gespielt. Ja, ich auch nicht. Das ist dein Spiel. Du darfst. Ich habe das auch noch nie gespielt. Kevin hat schon das eine oder andere geworfen in seinem Leben, aber mit Bola noch nicht. Mein Gott. Come on, Kevin. Andere Technik, ne? Höhere Ja. Flugkurve. Ja. Okay. Ja. So, und wenn der... Ja. Okay. Ja, komm, den dritten wirfst du auch noch. Ich meine, Drops ist gelutscht, 3-1, aber was macht er im letzten Wurf? Nochmal 3. Ja, hä? 6. Wow, Kevin. Das war doch gut, dass ich dich so ein bisschen gepiekst habe. Ja, war gut. Spielrunde Nummer 2. Muss ich ihn unter Druck setzen jetzt? Seitlich ist besser. Die machen schon so ein bisschen Trash-Talk, Heiko. Das hat sich bewährt im Sport. Ja, ne? das gehört dazu. Hä? Zwei Sportler, guck mal. Auch ein schönes Spiel für lange Winterabende in Island, auf dem Gletscher. Ei. Okay. Gerne. Ja, der setzt... Oh, jetzt steht es schon 3-3. Also egal, was er jetzt noch drauf wirft, was hängen bleibt. Also 1 Punkt, egal wo, reicht dem Rurik. Kein Druck. Sonst könnten wir hier einen Unentschieden erleben. Und bleibt der? Ja, der bleibt. Sauber. Okay, also Ausgleich, das verspricht 1-1, einiges an 1-1. Spannung vor der letzten Spielrunde Leitergolf. Grande Finale. Ja, es ist ein Finale. Darfst ne? auch anfangen. Los geht's. Ich fang Rurik an. fängt Ich fang an. an. 1. 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
der war zu weit. Der wäre von der Insel geflogen, wenn du zu Hause geworfen hättest. Letzter Wurf. Der ist gut. Oh, nein! Das ist Pech. Das Also ist brauche ich wirklich ja nur einen Pech. Punkt, ne? Eigentlich. Nur. Ja, Das genau. ist, als wenn der Ball vor der Linie liegen bleibt. Das war ein schlechter Am Runde. Torwart vorbei. Kevin. Ja. Oh! Jawohl. Nicht feiern, bevor der Ball drin Ja, ist. stimmt. Kevin. So, einen Punkt braucht er. Wenn nicht, spielen wir eine Entscheidung hier. Ja. Guck mal. Der Ja, ist es. komm, nehm ich den letzten auch 3-0, noch komm, mit. und ein Gut, Kevin. Einmal noch, komm. Gut, Kevin. für die Galerie. Gut, Ja. Kevin. Ja, verdient eigentlich. Gut gemacht, aber es ist ja erst Spielrunde Nummer 1. Heißt 1-0, guck mal, er freut sich. Ja. Diebisch hier. 1-0 für Kevin. Was sagt der Puls jetzt? 95. Ja, bleibt locker. Das ist doch ganz klar. Okay, so, dann gehen wir direkt rüber zu Spielrunde Nummer 2. Jetzt sind Muckis gefragt. Oh. In der Schale vor euch liegt gleich ein Gegenstand, getränkt in Wasser. Das machen wir jetzt schon mal mit dem Stutzen hier. So, der geht baden, die Seite auch. Danke, Rurik. So, eure Aufgabe, bringt den Gegenstand so gut es geht aus. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Der Gegenstand, der am Ende weniger Gewicht auf die Waage bringt, gewinnt. Diese Spielrunde gibt 2 Punkte und ich übergebe an Heiko. Auf mein Signal geht's los in 3, 2, 1 und los geht's. Es gibt Wrestling und es gibt Wringing. Und Wringing sind wir hier. Das ist ein spektakuläres Spiel. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, er muss wahrscheinlich früher ganz oft der Mama beim Hausarbeiten geholfen haben. Mit brutaler Gewalt gehen sie ran. Ja, das ist Sinn Aber des Spiels. aufpassen, auf nicht unten. mehr das Ende Nein, rein. Mann, ey. Gerade wollte ich doch sagen, wer nicht aufpasst, der döpst seinen Socken oder seinen Stutzen wieder rein und dann ist es umsonst gewesen. 2, 1, schon? Feierabend. Und Schluss. Schon? Und Schluss. Wir müssen noch einen Oh Tropfen. Mann, ey. Einen Tropfen ziehen wir ab. Gut gewrungen von beiden. Ja, halt Okay. den Stutzen mal bei dir. Wir gehen erstmal hier an Ruriks Socke. Da siehst du mal, was das für eine geile Qualität ist. Ne? Also Ist wirklich gut. Also es hat alles gehalten und wir haben am Ende noch 114 Gramm auf der Waage. Kannst du wieder an dich nehmen. Kevin, was meinst du? Ich meine, das war ja kurz vor Ende, war das nochmal bitter. Ne? 113. Also, 115 Gramm bei Kevin, 116. Also, das sind die Das war 2 nur- Tropfen, ja, das die du war dir nur- da nochmal ja, geholt Mann, hast, ey. tatsächlich. Punkt für Rurik, total spannend. Sehr, sehr gut. Okay, mal sehen, wie es mit dem Ball aussieht Oh. hier. Den nehmen wir als nächstes und auch der muss baden gehen. Das ist halt bei uns so, hier bei 1 gegen 1, da wird es auch mal nass. So, okay. 3, 2, 1, los geht's. Heiko. Aber merkst du jetzt, wie der Ehrgeiz wächst, wie Rurik schon die Ärmel hochkrempelt? Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Wenn der Ball um Hilfe schreit, dann hat er zu feste gedreht. Ich guck mal, ob es einer schafft, die Klingel rauszuwürgen. In der Mitte. Übrigens, das Wort Wringen ist wirklich auf Rucken und Würgen zurückzuführen. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Und gib nicht alles, reinfallen Kevin. lassen. Nicht Ja. wieder eintunken, Ja. nicht eintunken. Bleibt standhaft, bleibt oben. 2, Wirk ihn! 1, Wirk Feierabend. ihn! Ja, den nimmt er mit. Den nimmt er auch nochmal mit, den Schüttler hier am der Ende, ist noch- Rurik. Okay, wie Der ist war's? besser. Habt ihr noch Kraft? Ja, Ja? ein bisschen Sehr noch. gut. Bisschen Okay, guck mal. Also der Ball ist wirklich jetzt auch kein Ball mehr. Ich habe in meinem Leben viele ist gesehen, die nicht haben gut. mit den Füßen den Ball schlimmer gequält als die beiden mit den Händen. Also bitte. 166 Gramm. Wenn wir der Linie treu bleiben, sind es jetzt 167 bei Kevin. Wir gucken mal. 166, der ist schwerer. Ja, ne? Ja, und zwar Oh, deutlich. wesentlich schwerer. Deutlich. Ich hab alles, ey. 203. Wie, das stimmt doch nicht. Du Das hast doch gesehen, was da drauf steht. Das wäre jetzt recht deutlich. Das kannst du nicht Mit auf dir 3-0 sitzen verliere lassen, ich, ne? Nee, 3-0 verliert er nicht. Ja. Mit Ansage. Spielrunde 3. Denk noch mal über die Technik nach. Drehen, quetschen, Wischtechnik kann auch manchmal was bringen. Oder kleinteiliger. Also ihr geht ja alle sofort immer aufs große Ganze. Will er erstmal einmal ziehen und dann so gegenseitig, sowas in der Richtung vielleicht. Ah, okay. Spielrunde 3, 30 Sekunden in 3, 2, Ganz lustig. 1 und los.
Die dritte Runde, nicht die entscheidende Runde, denn leider Gottes aus Sicht von Kevin Großkreuz führt Rurik Gislason ja schon ganz klar, aber Kevin will wenigstens einmal hier den Bringer machen und schon hat er das Trikot wieder drin. Meine ist immer noch ganz nass. Der Kevin ist irgendwie so ein Dip-Typ, der kommt aus der Pommesbude, immer noch mal eintunken, ohne Tunken geht nicht. Ja, du hast zu oft 4, damals mit deinem kleinen 3, Bruder Lenny im 2, Wasserpark. 1, stopp! Ei. So, diesmal gehen wir mal mit Kevin los hier. Das kann ich ja kaum halten, das Ding, so schwer ist Ja, das. Entschuldigung. Das ist jetzt der Kinoklassiker Kevin allein am Waschbecken. 423 Gramm. Und der Kevin hat angesagt, ich gehe hier nicht mit dem 0-3 nach Hause bei dem Spiel. 350 Gramm. Also klar zum Sieg gewrungen bei Rurik. Herzlichen Glückwunsch. 3-0. Heißt 2 Punkte für dich hier. 2-1. Und damit gehst du in Führung. 2-1. Okay, ja? okay. Ja, ihr könnt euch jetzt ausruhen. Ja, jetzt müsst ihr nicht mehr bringen, jetzt müsst ihr nur Scooter fahren. Kommt mal mit. Ihr fahrt also mit unserem E-Scooter nacheinander im Slalom durch unseren Parcours. Gewonnen hat, wer den Parcours am langsamsten durchfährt. Ach So langsam wie möglich fahren. Wenn ihr zu langsam fahrt, bleibt der Scooter stehen. Okay? Wenn ihr stehen bleibt und absteigt, gibt es 1 Sekunde obendrauf. Du wärst 20 Sekunden, hast aber zweimal daneben getreten, wären 6 Sekunden abgezogen. Wir spielen 3 Runden. Für jede gewonnene Runde gibt es dann einen Punkt. Heiko, du hast die Uhr in der Hand. Dann starten wir unsere letzte Spielrunde. Das langsamste Rennen der Welt. Ab jetzt, Kevin. Los geht's. Stopp, nochmal. Warte, Nee, bleib stehen und wieder auf. Stopp, ich habe gar kein Gas gegeben. Ich konnte nicht. Stopp. Schiedsrichter Wasser Schiedsrichter, in bitte. der Kommentatorenkabine. Bitte. Wie handeln wir das jetzt? Ich bin parteiisch, weil ich wohne in Dortmund und ich bin mit Schwarz-Gelb groß kriegt einen geworden. Chance. Und ich Ja, darf in der danke. Kette Darf ich am fahren. Anfang sagen, Rurik auch. Achtung, Das ist Fair Play. los geht's. Wieder zu langsam. Ja, bei mir geht das wieder nicht. zurück. Das geht. Du musst mehr Anschwung geben am Abend. Jetzt. Oh, Noch eine Strafe und weiter. Slalom zurück, möglichst langsam. Okay, also immerhin schafft das durchs Ziel. Das ist ja schon mal Das war Etappenziel erreicht. das war langsam, oder? Das war langsam. 26,58. 3 Bodenberührungen. Also müssen wir 9 Sekunden abziehen. 3? 17,5. Okay, wenn du Ich dachte, am 17. schnellsten mehr wären Zeit auf der Uhr hast als 17,5 Sekunden. Pro Fehler 3 Sekunden. Gewinnst du das werden abgezogen. Wir wollen schnell. ja, Ja. Ja. Okay. Aber wir machen wieder 3 Runden, oder? 3 Runden. Rurik ist dran. Ab Gib mal Gas. jetzt. Hat er jetzt schon gewonnen? Das ist richtig stark, was hier Ja. gerade passiert. Ja, hat er vorher trainiert. Du sollst nicht mit der Kamera flirten, du sollst Alter, Scooter voll- fahren. Ja, das ist ja. Und jawohl. Nicht drüber. Beide mussten. Ist er drüber? Nein. Erster Reifen reicht. Und was Ach haben wir am so, Ende auf der Uhr? Ja. Klar. 21,59, 1-0 für Rurik. Das langsamste Rennen der Welt, Rurik Gislason. Der Mann, der nicht nur Scooter fährt, sondern auch mit der Kamera flirtet. Und los. ja, der guckt schon wirklich bei jedem Hütchen, als wenn Mozzi Mabuse vor ihm steht. Ah, jetzt wird er Erster nervös. Fehler. Warum krieg ich das denn so langsam nicht? das auch Ja, aber so langsam nicht. Ich will immer. Naja, das hat ja ein Ja, gewisses Spiel ja. hier, ne? Wieder super souverän. Guck mal. Zwischendurch schreibt er noch Autogramme. Ah, ja. 20,3 Sekunden, Kevin. Und jetzt am Anfang ein bisschen mehr Schub. Und los. Das schon. Strafe. Der ist besser. So, und jetzt easy mit dem Daumen, Kevin. Ja. Fahr eine große Runde, Und jetzt ein Go. Strafe. Das ist nicht mein. Ja, der ist gut. Wenn du die Runde so durchziehst, dann. Ja. Was denn? Was? Zweimal noch. Nee, du hast zweimal noch den Fuß auf den Boden Ja, gehabt. das ist ja Wahnsinn.
17,4 mit Punktabzug Jetzt schon wieder eingerechnet. Geht doch, ne? Also, Winning round. Okay, also Glückwunsch. recht souverän beim langsamsten Rennen der Welt war Rurik unterwegs. Rurik hat ja schon 2-1 geführt, dann nochmal 3 obendrauf, 5-1. Spiel ist vorbei und wir haben einen Sieger und einen zweiten Sieger. Es ist, wie es ist, Kevin. Glückwunsch an euch beide, habt ihr gut gemacht. Danke. Wir gehen kurz rüber zusammen Glückwunsch. und machen Danke, einen gern. letzten Pulscheck. Gucken nochmal drauf, wie es jetzt aussieht bei euch. Alternativ könnt ihr natürlich auch nochmal ausbringen. Pulsfrequenz bei Rurik 92, bei Kevin Großkreuz 109. Das wurmt dich schon ein bisschen, ne, wie das jetzt hier ausgegangen ist. Ja, ich habe aber alles gegeben, ne? Gesehen. Danke euch für den Moment, ihr habt das toll gemacht. Wir haben einen verdienten Sieger hier bei 1 gegen 1, Rurik Gislason. Danke euch und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.